Das Besondere an unserer Sammlung in dem Institut für Geowissenschaften ist einfach, dass sie historisch einmal aus der Wissenschaft der Mineralogie zusammengekommen ist, das Mineralogische Institut. Wir haben 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die eine Hälfte ist eben geologisch Gesteinssammlung und die andere ist eine paläontologische Sammlung, beschäftigt sich also mit Fossilien. Mein Name ist Martina Schmalholz. Ich bin die Geschäftsführung vom Institut für Geowissenschaften. In diesem Rahmen bin ich auch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und darunter fallen eben dann auch die Sammlungen und das Museum des Instituts. Das Besondere ist, dass im Prinzip diese Sammlung ihren Ursprung eigentlich schon im 18. Jahrhundert hat. Historisch ist diese Sammlung so gewachsen, dass sie eine Anschauungssammlung für die Studierenden war. Im 19. Jahrhundert bzw. im 20. Jahrhundert ist man dazu übergegangen, diese Sammlung aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Man kann zum einen wirklichen Rundgang durch die Erdgeschichte machen. Das bedeutet, man fängt wirklich mit dem Urknall an und endet im heutigen Anthropozän. Das ist das Zeitalter, wo der Mensch seine Spuren hinterlässt. Und Sie sehen, wie die Kontinente verteilt waren, welche Lebewelten es gab, welche Aussterbeereignisse es gab. Der Ngoreima-Meteorit, das ist ein Eisen-Nickel-Meteorit, der 1900 in Mali runtergegangen ist. Es ist einfach eine Besonderheit, weil solche Eisenmeteoriten, die gibt es gar nicht so häufig. Er wurde auch sehr ausführlich beschrieben und untersucht und gibt uns eben Aufschluss über die Frühzeit des Universums und unseres Sonnensystems. Es ist eine Besonderheit, weil auch viele Materialien verschmelzen. Das wird sehr schön an der Oberfläche auch sichtbar. Es gibt Entgasungen natürlich, Umwandlungen und diese Dinge sind eben dort sehr schön zu sehen. Das nächste Objekt ist ein sogenannter Zweikreisgoniometer. Dieses Objekt hat Viktor Goldschmidt, auch ein Professor der Mineralogie und Kristallographie am Institut für Mineralogie, entwickelt, am ausgehenden 19. Jahrhundert, zusammen mit einem Mechaniker, Peter Stohr, der eben mit Viktor Goldschmidt sich überlegt hat, wie kann man denn die Messung von Kristallflächen verbessern. Goldschmidt, der hat eben sehr viel an Kristallen und Mineralen gearbeitet. Deswegen hat er einfach einen Tisch entwickelt und man konnte im Prinzip dann auch bei kleinen Mineralen sehr gut durch einen mikroskopischen Aufbau auch so dann die Kristalle wesentlich einfacher und schneller vor allen Dingen und genauer vermessen. Dieses Objekt zeigt, dass es nicht nur um den Aufbau der Minerale oder der Gesteine oder der Fossilien geht, sondern dass Wissenschaft und Entwicklung auch Hand in Hand gegangen ist. Ein sogenanntes Chirotherium, das bedeutet in etwa Handtier und das ist einfach eine Spur von einem Saurier. Genau zu diesen Spuren bis dato gibt es noch keinen Saurier, dem man dieser Spur genau zuordnen kann. Das Besondere ist, dass es eben einen regionalen Bezug hat. Das wurde nämlich auch hier im Odenwald gefunden, die Spur in der Trias, im unteren Buntsandstein. Und dort gab es sporadisch, periodisch große Flussläufe. Da laufen entlang der Flussläufe oder der Wasserstellen natürlich alle möglichen Tiere dann aus dieser Zeit entlang. Wenn es dann einfach gerade frisch überflutet war, man ein weiches Sediment hat, dann findet man einen Fuß- oder Handabdruck. Wenn dann die nächste Überflutung kommt, dann setzt sich da wieder Sediment ab. Es lagern sich viele Schichten Sediment über die Zeit hinweg dort ab. Mit der Zeit versteinert es dann. Das ist quasi die Ausfüllung der Spur.
Ich sehe tatsächlich relativ viele Perspektiven für das Museum und die Sammlungen. Wir wollen gerne, dass viele sich für diese Wissenschaft interessieren und auch kennenlernen, dass es nicht nur eine historische Wissenschaft ist, sondern jetzt auch gerade mit dem Klimawandel, mit den ganzen Stoffkreisläufen, dem System Erde, eine ganz hochaktuelle Wissenschaft ist, die eher zukunftsweisend auch sein kann.